Kennst du das? Du stehst am Automaten, alles blinkt, und du fragst dich, wie heißt das nochmal, entwerten? Du willst dein Ticket gültig machen, aber dir fehlt genau dieses Wort. So, peinlich still, und die Leute hinter dir warten. Oder noch besser, der Zug hat Verspätung und du willst sagen, dass dein Anschlusszug weg ist. Aber dir fällt nur next train ein. Ja, das nervt halt total. Also, heute lösen wir das. Wir sammeln einfache Ausdrücke, die du sofort in Bus und Bahn benutzen kannst. Kurz, freundlich und ja, wirklich alltagstauglich. Hey und willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich bin Julia, ich fahre fast jeden Tag S-Bahn. Und Tim, du bist ja eher der U-Bahn-Typ, oder? Ja, total. Ich liebe die U-Bahn, die ist halt schnell und einfach. Und ich finde, man braucht gar nicht so viele Wörter, nur die richtigen. Fangen wir mal mit den Basics an. Genau, erstens, nach dem Weg fragen. Du kannst sagen, Entschuldigung, fährt dieser Zug nach Köln? Das ist super höflich und klar. Und wenn du wissen willst, wo du einsteigen musst, auf welchem Gleis fährt der Zug? Gleis heißt Plattform am Bahnhof. Kurz und wichtig, Gleis 1, Gleis 2 und so weiter. Dann noch, wo muss ich umsteigen? Umsteigen heißt, du wechselst den Zug oder die Bahn. Viele sagen auch einfach, muss ich irgendwo wechseln? Das versteht man auch. Und beim Bus, hält der Bus an der Haltestelle Rathaus? Haltestelle ist die Station vom Bus oder der Straßenbahn. Wenn du unsicher bist, frag ruhig zweimal. Kleines Mini-Rollenspiel, ganz praktisch, ja? Ich bin die Reisende, du bist der Bahnmitarbeiter. Los geht's. Gern. Hallo. Kann ich helfen? Entschuldigung, fährt dieser Zug nach Düsseldorf? Und auf welchem Gleis fährt er ab? Ja, der fährt nach Düsseldorf. Abfahrt ist auf Gleis 3. Sie müssen in Essen umsteigen, der Anschlusszug fährt dort gegenüber. Super, danke. Und, muss ich das Ticket entwerten? Wenn es ein Papierticket ist, ja, entwerten am gelben Kasten. Bei einer App-Fahrkarte nicht nötig. So, das war doch schon ziemlich real, oder? Da waren direkt wichtige Wörter drin, entwerten, Gleis, umsteigen, Anschlusszug. Entwerten heißt übrigens, du machst das Ticket gültig, meistens mit einem Stempel. Genau, und Anschlusszug ist einfach der nächste Zug, den du brauchst. Wenn du das verpasst, kannst du sagen, ich habe meinen Anschluss verpasst. Das passiert, naja, leider öfter. Apropos öfter, viele denken ja, deutsche Züge sind immer pünktlich. Sind sie nicht, sorry. Also wichtig, der Zug hat Verspätung oder es gibt eine Gleisänderung. Ja, und wenn der Zug gar nicht fährt, der Zug fällt aus. Noch ein langes Wort, aber praktisch, Schienenersatzverkehr. Das heißt, statt Zug fährt ein Bus. Sag am besten, gibt es Schienenersatzverkehr oder einfacher, fährt ein Bus statt des Zuges? Das hilft total, wenn du irgendwo feststeckst. Noch was Nettes für den Alltag. Ist hier noch frei? Das sagst du, wenn du dich auf einen Platz setzen willst. Und im Gang. Darf ich mal vorbei? Das ist höflich und funktioniert immer. Und wenn jemand sehr laut telefoniert, kannst du, ganz freundlich, sagen, könnten Sie bitte etwas leiser sprechen? In vielen Zügen gibt es auch den Ruhebereich, das ist der leise Bereich. Kleine Story dazu. Ich bin mal in den falschen Wagen eingestiegen. Komplett leer, super komisch. Dann hab ich die Anzeige gelesen. Ruhebereich reserviert für Gruppen. Tja, ich bin schnell raus und in den richtigen Wagen gerannt. Seitdem sag ich immer, in welchem Wagen hält mein Platz? Wagen ist der einzelne Teil vom Zug. Ja, das mit dem falschen Wagen passiert echt oft.
Auf den Anzeigen steht manchmal Wagenreihung. Das heißt, wo welcher Wagen am Bahnsteig steht. Wenn du unsicher bist, wo steht Wagen 5, oder einfacher, wo ist mein Wagen? Kurz noch die Ticketsachen. In vielen Städten gibt's Zonen, zum Beispiel Ab- oder ABC. Frag also, gilt das Ticket in Zone Ab? Gilt heißt, es ist gültig. Und wenn du sparen willst, gibt es ein Tagesticket? Das ist eine Fahrkarte für den ganzen Tag. Kurzstrecke ist auch ein Wort, das ist nur für wenige Stationen, ohne Umsteigen. Kleiner Tipp: Die DB Navigator App ist super. Da siehst du Verspätungen in Echtzeit und auch Gleisänderungen. Du kannst fragen, steht die Verspätung schon in der App? Das hilft bei Stress. Bevor wir weitermachen, ganz kurz ein Mini-Quiz, ja? Mal testen, ob ihr zuhört. Tim, was heißt entwerten? Easy. Entwerten heißt, ich mache mein Papierticket gültig, meistens mit einem Stempel am kleinen Kasten. Ohne Entwertung ist das Ticket oft ungültig. Genau. Und zweite Frage an euch, was war nochmal Gleis? Richtig, das ist die Plattform am Bahnhof, wo der Zug abfährt. Sehr gut, weiter geht's. Okay, was sagen wir an der Info, wenn wir nur grob wissen, wohin? Du kannst sagen, ich möchte zum Alexanderplatz. Welche Linie nehme ich? Linie ist die Nummer oder der Name vom Bus oder der Bahn. Und wenn du umsteigen musst, wo steige ich um, oder ist das der direkte Zug? Direkt heißt ohne Umsteigen. Das spart Nerven, ehrlich gesagt. Eine Sache, die oft schief geht, ist das Wort entwerten falsch zu benutzen. Manche sagen, ich bin entwertet. Das klingt lustig, aber ist falsch. Sag lieber, ich habe mein Ticket entwertet. Oder, wo kann ich mein Ticket entwerten? Ja, und noch ein Klassiker, kann ich das Ticket validieren? Das versteht man vielleicht, aber Deutsch ist, kann ich das Ticket entwerten? Oder einfacher, wo mache ich das Ticket gültig? Funktioniert bestens. Wenn du zu spät dran bist und rennen musst, sag am Telefon, ich komme später, mein Zug hat 10 Minuten Verspätung. Das ist eine super Standardinfo. Oder, ich verpasse meinen Anschluss, ich nehme den nächsten Zug. Und wenn du Hilfe willst, weil die Anzeige verwirrt, Entschuldigung, wo finde ich die richtige Verbindung? Verbindung heißt hier die gesamte Route von A nach B. Die Leute helfen oft gern, wirklich. Noch ein kleines Rollenspiel, diesmal mit Kontrolle. Ich bin Kontrolleur, du bist Fahrgast, okay? Alles klar, los. Guten Tag, Fahrkarten bitte. Ja, hier. Ich habe das Deutschlandticket auf dem Handy. Reicht das so? Ja, das passt. Danke, einen schönen Tag noch. Seht ihr, das ist kurz und freundlich. Wenn du ein Papierticket hast und es ist nicht entwertet, sagt der Kontrolleur oft, das Ticket ist ungültig, dann sag höflich, oh, Entschuldigung, ich wusste das nicht, manchmal zeigen sie dir dann den Automaten. Thema Benehmen, das ist in Bus und Bahn echt wichtig. Viele mögen es ruhig, also Kopfhörer nutzen und leise sprechen. Wenn du jemanden ansprechen willst, fang mit Entschuldigung an, das macht alles netter. Ja, und wenn jemand im Weg steht, sag nicht nur Hallo, sondern Entschuldigung, darf ich mal vorbei? Oder am Ausgang, ich muss hier raus, danke, das klingt freundlich und klar. Reden wir kurz über Ansagen, die du oft hörst. Bitte zurückbleiben heißt, nicht mehr einsteigen, die Tür geht zu. Nächster Halt ist die nächste Station. Und Gleisänderung kennst du ja jetzt. Ich mag auch, wir erreichen gleich, das ist nett, du weißt, dass du aufstehen solltest. Und wenn sie sagen Zug endet hier, dann bitte wirklich aussteigen, auch wenn du müde bist.
Kleiner Tipp für Städte mit Zonen. Frag am Schalter oder beim Fahrer. Gilt das Ticket bis zum Flughafen? Oder brauche ich Zone C? Das spart Geld und Ärger. Und wenn du unsicher bist, ob du vorne oder hinten einsteigen sollst, guck nach dem Schild. Manchmal steht Einstieg vorn. Wenn du fragst, steige ich hier vorn ein, ist das absolut okay. Noch ein Fehler, den viele machen: welcher Bahnsteig? Ist für viele okay, aber einfacher und sehr klar ist welches Gleis? Beide gehen, aber Gleis hörst du überall. Ich hatte mal einen kleinen Kulturschock. Ich kam mit Freunden in die U-Bahn und wir haben normal geredet, also für uns normal, ziemlich laut. Dann hab ich gemerkt, alle sind super still. Seitdem sag ich lieber, sprechen wir leiser, okay, das passt einfach besser. Ja, kenne ich. In der S-Bahn oder im Fernzug ist es oft leise. Wenn du telefonieren musst: ich rufe später zurück, ich bin gerade im Zug. Das ist höflich und spart Blicke. Techniktipp: In der DB-Navigator-App kannst du speichern, Benachrichtigung bei Verspätung, dann bekommst du eine Meldung. Und du kannst am Bahnhof fragen, gibt es eine Alternative ohne Umsteigen? Man findet oft eine. Und wenn's richtig stressig wird, sag am Schalter: mein Anschluss ist weg. Können Sie meine Verbindung umbuchen? Umbuchen heißt, sie geben dir eine neue Route. Bleib ruhig, das hilft immer. Noch 2 Sätze für den Alltag: hält der hier am Hauptbahnhof? Und wie viele Stationen sind es bis, wenn du ganz lost bist? Frag, können Sie mir Bescheid sagen, wenn wir da sind? Das machen viele gern. Wir können auch noch kurz über Sitzplätze reden. Wenn du reserviert hast, sag: das ist mein Platz, Entschuldigung. Ohne Stress, einfach freundlich. Und wenn dir jemand hilft: vielen Dank und einen schönen Tag. Das ist so ein Zaubersatz. Kurz zu Städten: manche haben verschiedene Namen für Tickets, aber die Sätze bleiben ähnlich. Einzelfahrschein, bitte, oder 2 Tickets für Zone ab, bitte. Wenn du es nicht verstehst, können Sie das bitte wiederholen? Oh, und wichtig: wenn du dir nicht sicher bist, ob du stempeln musst, frag vorher. Muss ich das Ticket entwerten? Lieber einmal fragen als eine Strafe zahlen. Naja, das ist sonst echt teuer. Es gibt auch Diskussionen, ob Öffis kostenlos sein sollen. Egal wie, Sätze brauchst du trotzdem. Also lern diese paar, und du kommst gut durch den Tag. Zum Schluss noch ein Mini-Rollenspiel am Automaten, okay? Du bist die Person am Ticketautomaten, ich helfe dir. Super. Ey, ich stehe am Automaten und ich brauche ein Ticket in Zone ab. Wie sage ich das? Sag einfach: ein Ticket für Zone ab, bitte. Einzeln oder als Tagesticket, und wenn du 2 brauchst, 2 Einzelfahrscheine bitte. Danach: wo kann ich entwerten? Perfekt. Und wenn ich schnell zum Zug muss: Entschuldigung, welches Gleis ist Richtung Zentrum, oder fährt der Zug pünktlich? Das sind alles kleine, aber sehr nützliche Sätze. Bevor wir Schluss machen, eine Frage an euch: welche 2 Sätze nutzt ihr am häufigsten in Bus oder Bahn in Deutschland? Schreibt sie gern so, wie ihr sie wirklich sagt. Vielleicht lernen andere davon. Ja, teilt auch gern eine kurze Story. Habt ihr mal euren Anschluss verpasst? Was habt ihr dann gesagt? Das hilft allen, die noch ein bisschen unsicher sind. Okay, wir sind durch für heute. Wenn euch das geholfen hat, gebt uns gern ein Like und abonniert den Kanal. Dann verpasst ihr keine Folge mehr, und wir üben weiter solche Alltagssätze. Danke fürs Zuhören, passt gut auf euch auf unterwegs. Und hey, denkt dran, ein Entschuldigung und ein Lächeln wirken Wunder, auch im vollen Zug. Bis zum nächsten Mal.